Von Phantasialand Neuheiten über Erweiterungsprobleme bis hin zu neuen Attraktionen oder Attraktionen, die nicht kommen. Das alles jetzt in diesem News-Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin in einem neuen Video meinerseits, und es gibt wieder einige Themen, über die wir heute sprechen müssen. Vieles passiert und auch ein kleines neues Format innerhalb dieses News-Formates habe ich auch heute noch dabei und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, so wie auch den Sponsor des heutigen Videos, Aufwind Rides aus Deutschland. Fahrgeschäfte, Attraktionen, Dark Rides, made in Germany, komplett schlüsselfertig. Von der Idee übers Konzept, Design, den Bau, Installation und Inbetriebnahme bekommt ihr alles. Bei Aufwind Rides gibt es nämlich nicht nur das Fahrgeschäft oder die Gestaltung oder die Idee, sondern komplett alles. Fahrgeschäft, Gestaltung, den Bau der Gestaltung und so weiter und so fort. Haben wir euch in vielen Videos hier schon gezeigt. Aufwind Rides sind auch in der Videobeschreibung verlinkt und einige Videos findet ihr hier auch auf dem Kanal vor, und wenn ihr Aufwind eingebt, seht ihr sehr viel von den Projekten, die bereits umgesetzt wurden. Und in diesem Sinne nochmal vielen lieben Dank an Aufwind Rides für das Supporten, Unterstützen und Möglichmachen dieser Videos. Phantasialand. In Brühl wird mal wieder fleißig gewerkelt, und zwischen Berlin und Fantasy gibt es ja einen Gang, einen überdachten, und dort entsteht gerade eine neue Terrasse mit einer Treppe mitten im Gang quasi, aber das Ganze jetzt nicht einfach irgendwie plump umgesetzt, sondern wieder super detailreich, super spannend und sehr schön gestaltet. Und so eine Terrasse immer cool, überdacht, auch sehr nice. Wir sind Leute, die gerne draußen sitzen. Deutschland ist ein Land, was wettertechnisch das vielleicht nicht gerne und oft zulässt. Und dann finde ich diese Kombination da eigentlich ziemlich cool und gelungen und eine ziemlich nice Idee. Und es ist auch wieder so typisch Phantasialand. Ey, aufpassen, und wir stapeln wieder und bauen irgendwo was rein, raus, drunter durch, weiß ich nicht so genau. Ich glaube immer noch, das Phantasialand hat so ein, ja, wie so ein Klettverschluss in der Mitte. Die machen das dann immer so, den ganzen Park auseinander, bauen dann da was und dann stecken die das so wieder zusammen, tun so, als ob die sich nicht erweitern würden. Und dann sind wir nämlich schon beim zweiten Thema vom Phantasialand, was diese Woche aktuell nochmal geworden ist, und zwar die Erweiterung vom Phantasialand. Ein Thema, über das wir schon 100 Jahre hier sprechen, und ich kann euch eigentlich nichts mehr dazu sagen, weil ich gar keinen Bock mehr habe, weil wir wieder auf der Stelle treten und überraschenderweise der Rat sämtliche Entscheidungen wieder mal vertagt hat, und an sich gehen nur die Gegner der Erweiterung als Gewinner aus dem Ganzen raus. Es gibt auch viele Bürgerbegehren, die ein Problem mit der Erweiterung vom Phantasialand haben und da auch weiterhin alle möglichen Schritte gehen werden, um das zu verhindern und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr ermüdend, nervig fast schon. Wenn es so einfach wäre, würde, glaube ich, auch jeder im Phantasialand die Segel streichen, den Kram zusammenpacken und irgendwo hingehen mit dem ganzen Park, wo man etwas dankbarer für einen wirklich international bedeutenden, wichtigen Freizeitpark ist. Sachen, die mir auch direkt in den Sinn kommen, ist so, früher hieß es noch Phantasialand Brühl bei Köln, weil Brühl keiner kennen würde ohne das Phantasialand. Nur mal so am Rande, einfach mal nicht sachlich meinerseits, aber es ist wirklich ermüdend und es geht erstmal wieder nicht weiter. Wo es weitergeht, ist der Paultons Park, und zwar hat man ja dieses Jahr bereits einen ja quasi neu gestalteten Themenbereich eröffnet, und das war ja damals, als wir den Park besucht haben, ich verlinke auch gerne auch den Vlog hier oben, die Schandecke des Parks, und das sieht jetzt richtig gut aus, und man hat einen neuen Gerstlauer Eurofighter eröffnet, sowie einen Wildswing von der Firma Art Engineering aus Deutschland, und dieser Bereich, der neu gestaltet wurde, dieses Jahr 2 neue Attraktionen bekommen hat, wird nächstes Jahr 2027 eine weitere neue Attraktion bekommen, und zwar auch aus Deutschland, und zwar von der Firma Mack Rides, ein Watercoaster. Damit übrigens auch den ersten Watercoaster in UK, und eine ziemlich coole Erweiterung, cooles Attraktionssystem, Konzept, eine Mischung aus Achterbahn und Wildwasserbahn, und da entsteht ja auch gerade in Deutschland die erste Lim-gelaunchte Version im Freizeitpark Plon. Auch dazu gibt es eine Bau-Doku-Serie auf dem Kanal, da haben wir euch mitgenommen vom Anfang, wo nur ein Matschloch da war, bis jetzt hin zu der Gestaltung, und der nächste Teil bezieht sich dann auf die Testfahrten, ist gedreht,
muss noch geschnitten werden. Und da nochmal by the way, weil ich das zugetragen bekommen habe, der Freizeitpark Plon hat jetzt bei den Freigaben nicht quergestanden, sind da ziemlich schnell gewesen. Das mal vielleicht bezüglich zur letzten Version, wo die Schienen gebogen wurden. Letzte Video ist ein ganz guter Übergang zum letzten News-Video, wo wir über Cedar Point gesprochen haben und die Achterbahn Millennium Force, die neue Gurte bekommen haben, die viel kürzer sind als die eigentlichen Gurte, kürzer sind als die Gurte oder der Gurt im Testsitz vorne. Und Cedar Point hat sich jetzt dazu auch geäußert und scheinbar ist da irgendwas schiefgelaufen und die falschen Gurte wurden geliefert, eingebaut und man wird da auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an einer Lösung arbeiten, um das Ganze zu ändern und wieder auf den alten Stand zu bringen. Da bringt es übrigens auch nichts in den Kommentaren zu schreiben, das ist ja alles nicht schlimm, das ist ja ein guter Grund abzuspecken. Fast so hirnbefreit wie Ozempic-Kommentare, die noch viel dümmer sind. Wir bleiben auch in Cedar Point und zwar, wenn wir da auch schon bei Lösungen sind, die nachträglich kommen, um etwas zu verbessern, sind wir bei Top Thrill 2. Die Achterbahn Top Thrill Dragster wurde ja umgebaut und von Zamperla von einem Hydraulik-Launch Coaster zu einem LSM gelaunchten Coaster umgebaut und es wurde ein zusätzlicher Spike hinzugefügt. Also eine Strecke, die man rückwärts sowie vorwärts durchfährt, ein Pendel, eine Quarterpipe, keine Ahnung, nennt es wie ihr wollt. Und dieser Spike verursacht aber Probleme und zwar ist der an dieser Stelle dann Sandusky sehr windanfällig. Das führt zu Schwingungen, die wiederum zu Materialermüdung führen können. Und da hat man jetzt auch etwas geändert und was dran gebastelt. So sieht es auf jeden Fall auf den ersten Blick aus. Aber die sogenannten Helical Strakes bzw. Serotonin Strakes haben schon einen Sinn, wurden 1957 von Christopher Seroton und D.E.J. Welchie erfunden. Und diese Dinger, die da jetzt dran sind, unterbrechen wohl den Windstrom. Das wiederum verhindert Windverwirbelungen, die wiederum dazu geführt haben, dass dann diese ganze Konstruktion in Schwingen geraten ist, was ja dann im Weiteren zu Materialermüdung führen kann. Super spannend, eine Bahn von 2003, die dann 2024 umgebaut wird und erst ab dann solche Probleme bekommen kann. Auch krass einfach, aber mal erwähnenswert und ja, Top Thrill 2 fährt weiter und sind wir letztes Jahr auch an 2 verschiedenen Tagen auf 2 Touren gefahren, habt ihr ja auch hier auf dem Kanal gesehen. Als treue Abonnenten wisst ihr das, wenn ihr das Ganze supporten wollt, was wir hier zeigen, machen und tun, ist ein Abo richtig cool, kostet euch nichts, bringt uns weiter und würde mich sehr freuen. Einfach einmal abonnieren klicken. Und weiter geht's mit dem Invader auf der Kirmes. Auch hier soll es ja viele Neuheiten geben auf deutschen Kirmesplätzen. Unter anderem hat Marvin Dresen vor, mit dem Invader von SAD auf Reise zu gehen. Und die Premiere sollte bei der kommenden Frohen Leichnam Kirmes in Oberhausen-Stärkrade sein. Eigentlich sollte, glaube ich, die Premiere letztes Jahr schon von diesem neuen Geschäft sein. Aber das Ganze wird wohl nichts, denn man ist wohl laut offizieller Aussage noch mit letzten Gestaltungsarbeiten beschäftigt, die viel aufwendiger und zeitintensiver sein sollen, als man das geplant hat. Aber der Invader ist jetzt nicht das einzige Geschäft, was es irgendwie auch nicht pünktlich auf die Plätze schafft, aber trotzdem sehr schade, wäre ja auch spannend, da was Neues, anderes zu sehen. Da sind, glaube ich, einige von euch ziemlich gespannt drauf, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wenn nicht, korrigiert mich und belehrt mich eines Besseren. Ja, und jetzt habe ich noch so eine kleine neue Kategorie, und zwar die Ride Review Rebels des Monats. Und Dennis und Easy sind diesen Monat Ride Review Rebels, und zwar einfach Leute, die hier jetzt schon ziemlich lange am Start sind, das Ganze supporten und einfach ja, treue Zuschauer von Ride Review sind. Vielen lieben Dank an euch. Gleich gibt es auch noch ein paar Bilder hier zu sehen, die echt super krass sind, richtig beeindruckend und mich mit Ehrfurcht hier sitzen lassen. Denn auf ridereview-shop.de wurde alles geplündert, was man sich vorstellen kann, und mit stolz getragen sogar, und das in die ganze Welt raus. Vielen lieben Dank dafür. Das ist für mich, für uns nicht selbstverständlich. Deswegen geben wir ja auch immer so viel Gas, dass das vernünftige Sachen sind, die wir selber inzwischen machen, weil das
wirklich was Besonderes ist, wenn jemand dein Logo, Name oder ähnliches irgendwie trägt. Und das ist auf jeden Fall löblich zu erwähnen. Und davon hat man halt irgendwie einiges auf Social Media gesehen, wo wir markiert wurden. Ich habe mir noch ein paar Bilder schicken lassen. Es ist auch super krass, wie viele selbst gebastelte Sachen auch dabei sind mit dem Bezug zu Right View You. Das finde ich noch viel verrückter eigentlich. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum das, glaube ich, heute der richtige Moment ist, das in einem Video einzuführen. Ich habe nämlich die Idee schon was länger, aber die beiden heiraten heute. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Ehe. Und in diesem Sinne, Legends live forever, Rebels never die. Das hat Hardwell in einem Song verarbeitet und genau so ist es. Und deswegen jetzt noch ein paar Bilder der Review Rebels des Monats. Vielen lieben Dank an alle, die hier zuschauen, alle, die das supporten und vor allem heute an Dennis und Easy, die auch noch heiraten. Adam's circus, sat in David's chair, heard the end of an era breaking outside my mother's prayer. So she's not asking for nothing.